So, liebe Menschen hier auf dem Wallrafplatz, jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Veranstaltung und ich freue mich jetzt, mich auch noch etwas ausführlicher zu diesem Tag und unseren Gedanken dazu äußern zu können. Zuerst mal ein Rückblick auf das letzte Jahr. Da hatten wir den Themenschwerpunkt weibliche Genitalverstümmelung in Asien. Und das ist ja auch so ein richtig blinder Fleck, auch in der ganzen FGM-Debatte. Und wir wollten den unbedingt mal in den Vordergrund rücken. Die werden ja auch oft durch medizinisches Personal ausgeführt und sind in der Regel weniger invasiv als diese Worst Cases, die aus Afrika berichtet werden. Und ich habe damals letztes Jahr eben in meiner Rede gesagt, wenn wir endlich die notwendige Debatte über gleichen Schutz für alle Kinder hier zulassen, dann werden wir mal sehen, wer auch dann noch für Zero Tolerance bei Verletzung von Mädchenrechten steht. Und da muss ich im Nachhinein jetzt wirklich mal ein trauriges Fazit ziehen, denn der 7. Mai letztes Jahr, der eben diese weiblichen Betroffenen von medikalisierter Genitalverstümmelung im Zusammenhang unteilbarer Kinderrechte in den Mittelpunkt stellte, der hatte das schlechteste Medienecho aller WW-Dogas bisher. Und da frage ich mich, zählt also die Verletzung von Mädchen nicht mehr und ist sie nicht mehr der Rede wert, wenn sie einen gewissen Grad der Invasivität unterschreitet und wenn sie sich als medizinisch durchgeführte Maßnahme tarnt? Ich finde das wirklich sehr bemerkenswert im traurigsten Sinne. Denn waren wir nicht eigentlich schon einmal weiter und sollen hier auch weibliche Betroffene marginalisiert und unsichtbar gemacht werden, wenn sie nicht in eine mediale und politische Vermarktung passen? Dieses Jahr jetzt thematisieren wir die USA, eine Beschneidungskultur, eine körper- und sexualfeindliche Ideologie, die sich im Puritanismus des 19. Jahrhunderts breit gemacht hat und einen Irrsinn eingeführt hat, der sich bis heute in wandelnden Rechtfertigungen erhalten hat. Wie heißt es dort oft zur Verteidigung der Zwangsbeschneidung? Es ist mein Kind, misch dich nicht ein. It's a personal choice. Aber mit personal sind die Eltern gemeint, nicht etwa die betroffene Person selbst. Die einzige Person, die den Eingriff erdulden muss und für den Rest des Lebens mit den Folgen lebt. Der Denkfehler in diesem Satz, it's a personal choice, ist so offensichtlich, dass man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann, wie es überhaupt zu einer solchen Aussage kommt. Ja, aber wie sehr sind solche Denkmuster auch hier in Deutschland verbreitet? Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, damit wir schön vor unserer eigenen Tür hier kehren können. Da beschreibt eine Journalistin namens Sonja Vogel in der Taz allen Ernstes und sie beschreibt die Praxis der US-Zwangsbeschneidung an Jungen als angeblich eine Frage des Geschmacks. Wo komme ich jetzt? Genau, ich zitiere als eine Frage des Geschmacks. Gut, dass ich damals beim Lesen schon gefrühstückt hatte, es kam ja echt eigentlich alles hoch. Religionsgemeinschaften verbitten sich eine angebliche Einmischung in ihre Sitten und Gebräuche. Und eine politische Landschaft verkündete 2012 in großen Teilen, Veränderungen in der Umsetzung genitaler Selbstbestimmung von Jungen müssten, wenn, von innen heraus erfolgen. Und peitschte deswegen mal eben schwuppsdiwupps ein mehrfach verfassungswidriges Gesetz zur Schutzlosstellung von Jungen durch. Man kann eigentlich all diese Ansichten unter einer These zusammenfassen: Menschenrechte seien Privatsache. Das mag jetzt für manche Ohren erstmal provozierend klingen, aber das bedeuten diese Aussagen de facto und in täglicher Konsequenz. Fragt mal in Jugendämtern nach oder in den Notaufnahmen der Krankenhäuser, wo die Folgen dieser angeblichen Privatsache auflaufen. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie hat dazu Zahlen geliefert. Hinter jeder einzelnen Zahl steckt ein Kind. Schmerzen und Leid, weil Erwachsene es in Kauf nehmen und das Thema zu schwierig finden. Schwierig. Höre ich da recht? Für wen ist Genitalverstümmelung bitteschön zuallererst einmal schwierig? Etwa für die Erwachsenen? Ich finde das einfach beschämend. Wenn das einzelne Schicksal nicht mehr zählt, wie nennt man so etwas? Wenn das einzelne Schicksal erst recht bei einem Kind untergeordnet werden soll, einer angeblich größeren Sache, egal ob diese in Gestalt höherer Mächte oder einer politischen Staatsräson beschworen wird. Liebe Zuhörer, das ist letztendlich nichts anderes als totalitäres Denken. Ich weiß, dass diese These Abwehrreflexe provozieren kann, aber gerade in dem Fall möchte ich in Angesicht dessen, was Kinder jeden Tag in Deutschland erleben, darum bitten, diese Abwehr, wenn sie denn vorhanden sein sollte, einmal in Ruhe zu reflektieren. Welche Stellen könnten und müssten eigentlich zuerst helfen, zumindest bei solider Aufklärung über anatomische und medizinische Fakten? Nun,
Die Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind da zumindest schon mal keine Hilfe. Besonders die Angaben im Flyer für geflüchtete Menschen, zansu.de, sind unfassbar. Klickt euch da mal bitte ein. Ihr werdet das nicht glauben. Was für ein erbärmlicher Willkommensgruß an viele Menschen, die nach Deutschland kommen, im Glauben, hier herrsche Gleichberechtigung und man werde vorbehaltsfrei zu Körperlichkeit und Sexualität aufgeklärt. Auch auf Nachfragen wurde bisher hier nicht nachgebessert. Das ist noch aus einem weiteren Grund eine Katastrophe, denn noch immer wird, das wurde heute auch angesprochen, viel zu vielen Jungen vorschnell und ohne dass tatsächliche Beschwerden vorliegen, die Vorhaut wegen einer kindlichen Vorhautenge amputiert. Der aktuelle medizinische Wissensstand in der Leitlinie Phimose und Paraphimose sehr treffend dokumentiert, hat sich leider noch längst nicht überall in der breiten Praxis etabliert, wie uns immer wieder Anrufe von ratsuchenden Eltern verdeutlichen. Hier bräuchte man also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und was macht sie? Ignoriert medizinisches Fachwissen und bietet stattdessen ungefähres und medizinische Mythen aus dem letzten Jahrtausend. Seriöse Informationen zur sexualsensorischen Bedeutung und zur natürlichen Entwicklung der Vorhaut im Kindes- und Jugendalter? Fehlanzeige. Jungen und Männer und Selbstbestimmung über ihre Genitalien? Keine Zeile wert. Liebe BZGA, machen Sie endlich Ihren Job, so etwas ist nicht mehr hinzunehmen. Der Deutsche Ethikrat verkündete im Februar mal wieder, dass, ich zitiere jetzt, irreversible Eingriffe nur in medizinischen Notfällen durchzuführen seien, beziehungsweise, nochmal Zitat, entscheidungsfähige Betroffene hierüber selbst bestimmen sollten. Da können wir allerdings zustimmen. Das ist eine zentrale Forderung natürlich des heutigen Tags. Das Problem ist nur, dass der Ethikrat dies ausschließlich für intergeschlechtliche Kinder meinte. Und wir erinnern uns, als es 2012 auch um Jungen ging, waren alle diese großen Sätze vergessen und ein Rumeiern und Relativieren begann. Lieber Ethikrat, eine Ethik, die nur selektiv angewandt wird, ist keine. So geht das nicht. Schauen Sie der Realität ins Gesicht und handeln Sie ethisch. In der Zeit schienen im Januar auf einmal alle Errungenschaften der sexuellen Revolution und über Jahrzehnte insbesondere von Frauen erkämpften Freiheitsrechte vergessen. Jetzt haltet euch fest, es wurde durch den geschäftsführenden Redakteur Patrick Schwarz festgestellt, dass ein wortwörtlich, ich zitiere, normaler Gebrauch des Penis auch ohne Vorhaut gewährleistet sei. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg erklärte ebenfalls im Januar eine Küchentischbeschneidung an einem Säugling für legal und das, zitiere, keine funktionellen Einschränkungen am Penis des Jungen vorlägen. Liebe Menschen, ich möchte hier wirklich mal klar sagen, dass ich nicht in einer Welt leben möchte, in der Menschen vorgeschrieben wird, wie sie Sexualität zu leben und mit wie viel Funktion ihres Genitals sie sich abzugeben haben. So etwas ist einfach sexistisch und menschenverachtend. Was kommt als nächstes, wenn politischer Druck für was weiß ich für ein Ziel es angeblich notwendig macht? Für eine sachliche Diskussion ist ein Grundsatz unabdingbar. Eine Kinderrechtsverletzung definiert sich nicht danach, was Erwachsene darüber denken, sondern ganz allein danach, was mit Kindern passiert. Und diese Erkenntnis ist keineswegs neu, sondern sie war die entscheidende politische Neuerung im Jahr 2000, als die damalige Bundesregierung das Recht auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert hat. Und sie galt bis zur Einführung des Zwangsbeschneidungserlaubnisparagraphen am 12. Dezember 2012 uneingeschränkt. Und da müssen wir wieder hinkommen. Denn jede Einschränkung von Kinderschutz hat Auswirkungen auf uns alle. Das Zwangsbeschneidungserlaubnisgesetz macht keine Unterschiede. Es gilt zwar kurzfristig betrachtet nur für Kinder, die mit einem Penis zur Welt kommen, aber letztendlich erst recht weltweit gesehen nicht nur für sie. Denn jede Person, die fordert, über die Vollständigkeit des Penis eines Kindes verfügen zu dürfen, stellt in letzter rechtlicher Konsequenz potenziell auch alle anderen Kinder schutzlos, weil sie Kinderrechte wieder zur Verhandlungssache macht. Wenn wir in der westlichen Kultur uns Einschränkungen bei Menschenrechten herausnehmen, wie will man solches anderen Kulturen verwehren, sie gar dafür von oben herab verurteilen? Wann verstehen wir endlich, dass wir in einer Welt leben? Und zwar nicht im Sinne eines hippen Latte Macchiato selbstgerechten Ich bin Weltbürger Gequatsches, sondern im Sinn weltweit Verantwortung zu tragen und zwar ganz konkret selbst mit dem eigenen Handeln.
In mehreren Ländern stehen die GegnerInnen auch von Mädchenrechten schon längst auf der Matte und fordern die gesetzliche Akzeptanz gewisser Formen weiblicher Genitalverstümmelung. Und das in Textblöcken, als hätten sie aus deutschen Stellungnahmen zur Legalisierung von Vorhautamputationen an Jungen von 2012 abgeschrieben und nur Jungen gegen Mädchen ausgetauscht. Eben auf einmal wieder Privatsache. Im Justizministerium brütet man ja aktuell noch über der Vorgabe, ein Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder zu formulieren. Warum dauert das eigentlich so lange? Könnte das vielleicht daran liegen, dass der deutsche Gesetzgeber dann schon das 3. Kindergenital-Sondergesetz plant und alles immer noch absurder wird und die Widersprüchlichkeiten hier immer deutlicher werden? Und was fällt auch hier womöglich bei allem Eiertanz um die verschiedensten Interessen Erwachsener unter die Räder, die Kinder und ihr Schutz? Wir müssen dem einfach entschiedener auf allen Ebenen widersprechen und Druck auf die Politik machen. Natürlich gilt das für den in der Regel völlig vergessenen Schutz von Transkindern vor Vorhautamputationen, die bei späteren Genitalangleichungen verheerende Auswirkungen nach sich ziehen können. Genauso, und das möchte ich hier ausdrücklich betonen. Hinter aller Empathie und Realitätsverweigerung von EntscheidungsträgerInnen zu diesem Themenkomplex steckt sicher vielfach Angst davor, dass, wenn man Kinderrechte tatsächlich wieder ohne blinde Flecken aus der Perspektive des Kindes deuten würde, es Unfrieden in unsere Gesellschaft brächte. Unsere Erfahrung ist da eine ganz andere und ich denke, das können wir heute auch hier in Köln wieder schön verdeutlichen mit der Zusammenstellung von Menschen, die wir hier sind, wie wir zusammenkommen, dass das nicht der Fall ist. Und wenn etwas Unfrieden gestiftet hat, dann dieses in Eile durchgepeitschte Beschneidungsgesetz. Es hat unsere Gesellschaft gespalten in einem Thema, wo Einigkeit notwendiger ist denn je, in der Unteilbarkeit von Menschenrecht. Die offensichtlich ergebnisgesteuerte Debatte hat viele Menschen im Glauben an demokratische Prozesse erschüttert. Anstatt den Impuls des Kölner Urteils zur Zusammenführung und gemeinsamer Diskussion im Sinne des Kinderschutzes zu nutzen, hat man einseitig alle Forderungen von erwachsenen Lobbys erfüllt und lässt seitdem jeden Tag Kinder allein den Preis dafür zahlen. Das schafft Gräben und Misstrauen, nährt Vorurteile und Unterstellungen. Diesen Scherbenhaufen hat das Abwürgen einer wirklichen Debatte hinterlassen. Damit leben wir jetzt, seit über 6 Jahren. Und noch immer gibt es diese Verweigerung der politischen Landschaft, sich diesem Desaster zu stellen. Aber wir leben zusammen in einem Land und wollen zusammen in einem bunten Land leben. Und da kann man nicht so miteinander umgehen. Menschenrechte gehen uns alle an. Sie sind keine Selbstverständlichkeit. Gerade auch in den heutigen Zeiten, wo Hass und Rechtspopulismus zunehmen, muss jeder Relativierung von Menschenrechten, jeder drohende Rückfall in Zeiten, in denen die Rechte der Schwächsten nicht zählten, entschieden entgegengetreten werden. Und zwar mit Empathie, mit Zeit, aneinander zuzuhören, aber natürlich auch mit einer klaren Haltung für die Selbstbestimmungsrechte des Individuums, mit einer Rückbesinnung auf gemeinsame, unteilbare Werte. Denn Angst ist nie ein guter Ratgeber. Wir brauchen hingegen einfach ein bisschen Mut, dass Menschen voneinander lernen und aneinander wachsen können. Und zwar nicht auf der Basis von Tabus, sondern auf der Basis von Offenheit und Empathie mit den Schwächsten unserer Gesellschaft, unsere Kinder. Wir sind Erwachsene, wir sind stark genug für sowas. Wer sollte das denn sonst tun? Deshalb schaut hierher nach Köln, schaut auf dieses Bündnis, denn das ist keine Illusion, sondern eine Erfahrung. Besser miteinander reden, als gegeneinander schweigen. Diesen Spruch mag ich so und dafür werben wir heute wieder. Schickt diese Botschaft um die Welt. Wir müssen miteinander sprechen. Und hört Betroffenen zu. Man hat nämlich immer die Wahl, wem man zuhört. Und auch betroffene Männer beginnen immer mehr zu sprechen. Wir sind ja weltweit vernetzt. Und was zum Beispiel uns wieder von Betroffenen in Israel zugesandt wurde, da gibt es Online-Umfragen, wo sich Betroffene melden, ihre Geschichten erzählen, wie sie Kontakt suchen. Ja, zum Beispiel zu uns. Zu dem WW-Doga, sich davon angesprochen fühlen, das sehr genau wahrnehmen und als hoffnungsfrohes Zeichen deuten. Das ist ein aufregendes Kapitel, diese Menschen dann auch persönlich kennenzulernen. Dort stehen überhaupt keine Vorurteile im Raum, kein Misstrauen, keine Unterstellung. Dort ist es völlig selbstverständlich, dass es um dieses gemeinsame Ziel geht. Und das sind Dinge, die mir persönlich immer wieder die Kraft geben und den Sinn verdeutlichen, warum dieser Einsatz und warum der WW-Doga so wichtig ist.
jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe versucht, einige Punkte herauszustellen, warum es hier um sehr viel geht und warum wir alle dafür Verantwortung tragen. Heute, am weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung, möchte ich diese Gesellschaft als Ganzes aufrufen, dieser Verantwortung endlich im Sinne des Kinderschutzes gerecht zu werden. Wegschauen gilt einfach nicht mehr, sondern im Gegenteil, auf geht's, mithelfen, Beiträge liefern. Und damit meine ich nicht primär die 60 Organisationen, die den heutigen Tag sowieso schon unterstützen, sondern neben der Bundespolitik vor allem die vielen anderen Verbände, die heute hier noch fehlen und von ihren eigenen Grundsätzen und auch finanziellen Mitteln her viele Möglichkeiten dazu hätten und natürlich auch vom fachlichen Know-how. Uns darf nicht egal sein, was uns mit unseren Kindern geschieht. Niemandem darf das egal sein. Wir lassen uns hier nicht auseinanderdividieren. Wir gehen uns einander in unserem Land an. Und wo könnte man das besser sehen als hier in Köln, wo wieder Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft zusammenkommen, die zeigen, wir sorgen uns um einen der wichtigsten ethischen Grundsätze eines friedlichen Zusammenlebens, dass jedes Kind Akzeptanz erfährt, wie es ist. Es so sein darf, wie es geboren wird. Und dass Private Parts sind und auch immer bleiben. Dass jedes Kind ein Recht auf eine offene Zukunft hat. Vielen Dank an alle, die dafür arbeiten und dabei mithelfen. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Köln. Vielen Dank.